In meinem Video von letzter Woche habe ich euch von der Wanderung im Nationalpark Torres del Paine erzählt und wie es dazu kam. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch noch mehr vom wunderschönen Süden Chiles zeige. Ich nehme euch also mit auf die wilde Reise durch den Park. Der Nationalpark Torres del Paine ist eine der Hauptattraktionen in Chile und wir trafen innerhalb des Parks fast ausschließlich Ausländer. Man bekommt dort also weniger einen Einblick in die chilenische Kultur, dafür aber umso mehr in die Landschaften und den Reichtum der chilenischen Natur. Innerhalb des Parks gibt es mehrere Camps, in denen man übernachtet. Wildcampen ist nicht erlaubt und man muss die Übernachtungen, egal ob mit dem eigenen Zelt oder innerhalb der Unterkünfte, vorher gebucht haben, bevor man den Park betritt. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln ist ein Thema, das man bei der mehrtägigen Wanderung nicht vernachlässigen darf. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, ein Komplettpaket über den Anbieter Hauländer zu buchen. Dort inbegriffen waren alle Unterkünfte, Vollverpflegung, der Bustransfer und ein Willkommenspaket. So mussten wir uns während der Tour um nichts kümmern und konnten uns voll auf die Wanderung an sich konzentrieren. Starten wir also mit der zweiten Etappe der Wanderung. Vom Camp Central zum Camp Los Cuernos, was übersetzt die Hörner heißt und nach dem Bergmassiv benannt ist, zu welchem man wandert. Die Strecke des zweiten Tages umfasste laut Karte 12,8 Kilometer. Mit relativ gerader Strecke. Am Ende des Tages hatten wir aber aufgrund kleinerer Umwege für Fotos 14,2 Kilometer auf der Uhr und haben für die gesamte Strecke circa 6 Stunden reine Gehzeit gebraucht. Der Muskelkater vom Vortag hielt sich zum Glück in Grenzen. Da diese Strecke auch nicht so lange ist, konnten wir etwas länger schlafen und sind relativ ausgeruht in diese Etappe gestartet. You got me acting out. You, all tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cruel. So, jetzt ist die Schuhwahl gekommen. Am Vortag hatte ich mir bereits einige Blasen und Druckstellen gelaufen. Deshalb bin ich am zweiten Tag mit meinen weicheren Turnschuhen gestartet, um die Haut zu entlasten. Von der Beschaffenheit der Wege war das auch in Ordnung. Nur einige Bachläufe waren damit etwas komplizierter. Ich hätte aber jederzeit wieder zu meinen Wanderstiefeln wechseln können. Worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here without you. Don't wanna walk another mile. I just can't. So please don't make me do it, 'cause I got too much to lose. Landschaftlich gesehen war dieser Tag der Wanderung definitiv der Höhepunkt. Obwohl man die ganze Zeit an den Seen entlang läuft, ist der Weg sehr abwechslungsreich. Und ungefähr im letzten Drittel konnten wir dann das Bergmassiv Los Cuernos bestaunen. Please
estamos picando en Los Cuernos. Am Nachmittag kamen wir dann im Camp Los Cuernos an und entspannten uns den Rest des Tages. Der nächste Tag würde nämlich der anspruchsvollste werden und wir wollten wieder gut ausgeruht sein. Das Zimmer teilten wir uns in diesem Camp wieder mit 2 anderen Pärchen. An Tag 3 ließen wir das Massiv Los Cuernos hinter uns und wanderten weiter Richtung Westen. Laut Landkarte erwarteten uns 18,2 Kilometer und ca. 1000 Höhenmeter. Das Endziel des Tages war das Camp Paine Grande. Auf dem Weg dorthin lag allerdings der Abstecher zum Aussichtspunkt Britannico. Wir starteten relativ früh, um vor der Dunkelheit in unserem Camp anzukommen. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Wenn man den direkten Weg zwischen den Camps verlässt, um zum Aussichtspunkt zu laufen, gibt es dann noch das Camp Italiano. Dort kann man seinen Rucksack ablegen und auf dem Rückweg wieder aufnehmen. So spart man sich das Schleppen auf dem Weg zum Aussichtspunkt. Ab dort geht es dann auch schon bergauf und man gewinnt sehr schnell an Höhe. I love the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Gegen Mittag hatten wir es tatsächlich bis zum Aussichtspunkt Britannico geschafft. Ich war ehrlich gesagt erstaunt davon, wie leicht es mir fiel. Natürlich war es kein Spaziergang, aber ich war dennoch in der Lage, den Aufstieg ohne Krisen zu meistern. Einmal mehr war ich überrascht davon, was ich eigentlich doch schaffen kann. You were meant to be with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think. Auf den Anstieg folgte natürlich auch ein langer Abstieg. Unsere Beine hatten schon ziemlich viel hinter sich, als wir die Rucksäcke wieder an uns nahmen. Vor uns lag allerdings noch die ca. 8 Kilometer lange Strecke bis zum nächsten Camp. Und ehrlich gesagt zog sich das dann ziemlich in die Länge. Hola, hola, hola. Estamos en nuestro refugio. Mira la ventana. Ui. Gegen 18 Uhr, also weit entfernt von der Dunkelheit, erreichten wir unser Camp. In dieser Nacht teilten wir das Zimmer mit 3 anderen Jungs. Ich war ziemlich K.O. An diesem Tag sind wir insgesamt 28 Kilometer gelaufen. Außer Abendessen und im Bett rumliegen ging an dem Abend nichts mehr für mich. Im nächsten Reisevideo nehme ich euch mit auf die letzten beiden Etappen im Nationalpark. Wenn ihr mich begleiten möchtet, abonniert also gern den Kanal. Bis Sonntag!